Hey Raf, Hey Miki! hast du heute schon über Filme geredet? Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns über Filme reden. Genau. Heutiger Film Gone Girl von David Fincher aus dem Jahre 2014. Und Miki, ich sehe immer noch nicht diese verdammte Lampe hier bei dir im Pleasure Room Studio. Ich habe hier eben eine Lampe gerichtet und kurz reingeguckt und ich sehe immer nur noch so einen blauen Fleck, wenn ich in Richtung dein Gesicht gucke. Aber so langsam. Ich habe extra die teuren Lampen genommen, damit das dich blendet. Ja, Alter, ey, ich habe da eine Sekunde reingeguckt. Ich bin blind. Naja, wie auch immer. Es ist ja jetzt gerichtet. Das ist ja jetzt gerichtet und genau. Und meine Vision kommt wieder. Ja. So, wir reden heute über den Film Gone Girl. Exakt. Und wir haben den jetzt gerade geguckt. Ich habe den jetzt heute zum ersten Mal gesehen. Ich erinnere mich noch, als der Film 2014 rauskam, gab es so in der Presse relativ viel Bohai um den. Zumindest kam es mir so vor. Also ich weiß auf jeden Fall, man konnte irgendwie nicht an einer Bushaltestelle oder so vorbeigehen, ohne dass man da irgendwie Poster gesehen hat oder Werbung im Fernsehen gesehen hat. Der war eine Sache und es wurde, meine ich, auch im Radio und so öfters mal über den gesprochen. Ja, es war auch ein Bestseller. Also der Film ist auch eine Buchadaption. Und das Buch ist auch gar nicht so viel eher erschienen. Und ja, das hat sich quasi von dem Bestsellertum dann direkt ins Kino geschafft und der hat dann auch noch weitere Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, das Gute ist auf jeden Fall, was ich direkt vorneweg schicken möchte, ist, dass die eigentliche die eigentliche Buchautorin auch für das Drehbuch mitgearbeitet hat, um das umzuschreiben als Drehbuch. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Und da gibt es ja dann auch schon mal irgendwelche Sachen, wo sich dann Drehbuchautoren noch einmischen oder halt irgendwas verändern, dramaturgisch, wie auch immer. Ja. Hier ist auf jeden Fall komplett halt aus der gleichen Feder. Und ja, ich glaube, das Genre müsste man vielleicht mal benennen, das ist ein Thriller. Ja, sehr eindeutig. Ja. Eindeutig ein Thriller. Von David Fincher. Ja, dass der von Fincher inszeniert wurde, hatten wir. Und sehr cool auf jeden Fall, dass die das Drehbuch auch geschrieben hat, weil so wie du sagst, es ist halt nicht selbstverständlich und da gibt es ja irgendwie auch die wildesten Geschichten, was da so Drehbuchautoren erleiden mussten. Wir haben vor ein paar Wochen über Big Trouble in Little China gesprochen, da war das ja auch Thema, ne, wie da Genau. Rewrite Studio-Einmischungen und sowas, ne? Genau. Deswegen sehr cool, dass da die Vision der Autorin gewahrt werden konnte und die da halt auch wirklich mitschreiben konnte, weil es hat dem Film definitiv gut getan. Ja. Also und auch das Storytelling von dem Film ist halt immer aus verschiedenen Sichten und obwohl es irgendwie chronologisch abläuft, ist es trotzdem verschachtelt. Das ist ganz interessant. Ja, definitiv. Da sollten wir vielleicht gleich, wenn wir auf die Handlung kurz zu sprechen kommen, drauf eingehen. Was ich noch zu der Autorin sagen wollte, ist, man merkt einfach, dass der Film auch wirklich mit Liebe gemacht wurde und auch so diese David Fincher-mäßige Perfektion, die man so kennt. Vermisst. Die Was? man auch vermisst. Ja, David Finchers Perfektion vermisse ich inzwischen. Ja, absolut. Aber früher hatte der das. Aber Alien 3 gucke ich dabei explizit nicht an. Aber das war ja nicht seine Schuld. Das sind so kleine Sidekicks hier. So. Boah, der Film war... ich will ja jetzt nicht über Alien 3 abbranden, aber das ist der schlimmste Film im Alien-Franchise für mich. Mit Abstand. Okay. Ist vielleicht ein anderes Thema. Anderes Thema, aber der war furchtbar. Naja, worauf ich hinaus wollte eigentlich, war, dass man gemerkt hat, dass alle so das Beste für den Film im Sinn hatten und das sind ja auch so Storys, die Rechte am Buch hatte ja Reese Witherspoon hatte die Rechte an dem Buch gekauft und wollte den halt vertreiben und eigentlich auch die Hauptrolle spielen, aber hat dann halt selber festgestellt, nee, das passt nicht, das müssen wir anders machen und dann haben die Rosamund Pike für genommen, die wirklich eine super Besetzung ist dafür. Ja. Und du hast ja jetzt schon die
die Verschachtelung der Story angesprochen. Vielleicht sollten wir mal kurz auf die Story kommen. Miki, möchtest du die Ehre haben, die Story zu... Ja, kann ich gerne machen. Also im Prinzip fängt es an, dass man eine Figur vorgestellt bekommt. Das ist Nick Dunn, gespielt von Ben Affleck, der an seinem Hochzeitstag erstmal morgens in der Bar sitzt und irgendwie schon ausstrahlt, dass er irgendwie nachdenklich ist. Und man weiß nicht so genau, was mit dem anzufangen. Dann kommt er nach Hause und es ist auf jeden Fall zu Hause Chaos im Haus. Also der Tisch ist umgeworfen, es liegen Splitterscherben auf dem Boden und er stellt fest, dass seine Frau verschwunden ist. Genau. Also ruft er die Polizei und bittet um Hilfe. Und ja, das Ganze läuft dann so weiter, dass quasi durch verschiedene kleine Clues und versteckte Hinweise mehr oder weniger alles auf ihn zeigt, dass er irgendwas damit zu tun hat. Und die Polizei ist dann natürlich erstmal am Ermitteln, ob jetzt auf seine Seite ergriffen werden muss oder ob er wirklich der Schuldige ist. Man weiß das auch nicht so genau, in welche Richtung die ermitteln. Genau, man muss dazu sagen, die Polizisten ist eine Polizistin und ein Polizist. Und der Polizist ist ja eher so ein bisschen noch so ein Newbie, der ja auf jeden Fall ihr unterstellt ist. Und man muss sagen, die sind schon sehr fair zu dem von Anfang an. Ne? Man muss dazu sagen, am Anfang, finde ich, kommt der ja auch noch nicht so verdächtig rüber. Man merkt halt, dass der irgendwie, wie du sagtest, schon nachdenklich ist. Aber der wird ja auch zum Haus gerufen, weil ein Nachbar irgendwas Merkwürdiges gehört hat. Ja. Und dann fährt er ja nach Hause, ne? Es ist helllichter Tag und eben dann ist die Frau weg. Dann ruft er die Polizei und dann, ja, steigert sich das alles so ein bisschen rein, weil nach und nach irgendwie so komische... Im Laufe der Ermittlungen, wenn ich da so reinspringen darf, im Laufe der Ermittlungen stellt sich nämlich dann auch für die Polizei heraus, es ist nicht einfach irgendeine verschwundene Hausfrau, sondern es ist wirklich eine Person of Interest, denn das ist eine Bestseller-Buchautorin. Amazing Amy. Amazing Amy ist die Figur, die sie quasi geschaffen hat. Und das wirft natürlich direkt die Presse und Marketing und alles Mögliche auf den Tisch, weil diese Frau verschwunden ist und alle zeigen auf den Ehemann, dass der was damit zu tun haben sollte. Es wird dann auch schon von Mord gesprochen, obwohl keine Leiche da ist. Es verstrickt sich nach und nach. Und dann kommt der Punkt, wo man das erste Mal mitkriegt, dass der Ehemann auch tatsächlich was zu verbergen hatte. Denn er trifft sich dann mit seiner Affäre. Und dazu muss man sagen, da ist schon wirklich so die Kacke für ihn am Dampfen. Ja. Also da hasst ihn schon die ganze Welt und das Haus ist noch nicht ganz die ganze Zeit von Journalisten belagert, aber es ist schon halt ein gefährlicher Move, weil es gerade relativ frisch ist. Die haben dann zu dem Zeitpunkt schon so einen Aufruf in den Medien gemacht, so bitte findet meine Frau, er und seine Schwiegereltern zusammen, die ja auch komische Leute sind, um es vorsichtig zu sagen. Also die haben ja auch ihre Tochter, so erzählt sie es zumindest. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das halt rückblickend vielleicht, wer weiß, ob die Story stimmt, sie sehr in diese Richtung gepusht haben, dass sie halt Autorin wird und Kindheitsgeschichten von sich ein wenig überhöht und ausgeschmückt vermarktet. Dann muss man kurz erwähnen, dass der Film im Prinzip auch mit einem Voice-Over begleitet wird. Während man also quasi die Figuren sieht und dass der Mann angeklagt wird, alle auf ihn zeigen, kriegt man immer wieder ein Voice-Over von Amy selber, die aus ihrem Tagebuch Zeilen vorliest. Und das begleitet die Geschichte, damit man so ein bisschen so eine Einführung in die Charaktere überhaupt bekommt und dass die auch mal glücklich waren.
Aber dass da halt irgendwas in der Ehe wohl gekriselt hat und er eben eine Affäre hat und sie es weiß. Und das dauert aber sehr lange, bis man erfährt, dass sie es weiß. Also es ist ja am Anfang, fängt das ja wirklich so mit dem Kennenlernen an und super romantische Geschichte und super leidenschaftlich und alles happy. Die heiraten dann nach 2 Jahren Beziehung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am Anfang ist halt auch alles gut. Und eigentlich nur durch diese Schnitte in die Gegenwart fällt irgendwie auf, merkt man so, okay, irgendwas muss passiert sein in der Zeit. Also die waren 5 Jahre verheiratet und genau, die Tagebucheinträge fangen, glaube ich, fast 10 Jahre vorher an. Also mit dem Kennenlernen sind, glaube ich, 10 Jahre vorher, dann 2 Jahre später Hochzeit und dann geht das halt so weiter. Die waren beide erfolgreiche Autoren und ziehen irgendwann nach Missouri, um die krebskranke Mutter von ihm von dem Mann. Um die halt zu pflegen. Und die stirbt dann aber relativ schnell und Nick bleibt dann halt so, also der Mann, gespielt von Ben Affleck, bleibt dann halt in so einem Loch und hat keinen Job und ist damit nicht wirklich happy. Ja. Und am Anfang sieht das dann halt so aus, dass, als ob er wirklich halt sich da so hängen lässt und sie versucht, ihn mit Engagement irgendwie da rauszukriegen, aber unterstützt ihn vor allem finanziell. Ja. Und genau, und im Laufe der Ermittlungen stellen die Beamten dann auch fest, dass eigentlich alles, was Nick gesagt hat, ihm gehört, eigentlich auf den Namen seiner Frau läuft. Ja. Die Bar, die er besitzt, läuft auf den Namen seiner Frau, alle Kreditkarten, die er benutzt, läuft auf den Namen seiner Frau. Und ein paar Monate vor diesem Verschwinden, wo ihm der Mord, wo er des Mordes bezichtigt ist, hat er auch noch die Lebensversicherung von ihr erhöht auf mehrere Millionen. Timing. Also es ist halt alles sehr, sehr zwielichtig und der Zuschauer wird quasi auch in die Position gedrängt, auch diesen Gedanken zu verfolgen. Ne? Wie kann man dem jetzt auf die Schliche kommen, dass der das war und was hat er gemacht? So, und dann kommt nämlich ein großer Reveal. Hier kurz noch, bevor du den Reveal revealst. Ja. Und man glaubt das auch dem Film. Also, dass er da wirklich so am Anfang ist man noch so ein bisschen Benefit of Doubt auf seiner Seite. Aber das schwenkt relativ schnell dass man so denkt, so, ja, Junge, ich glaub dir nicht mehr. Ja. Also es dauert circa 1 Stunde, diese ganze Geschichte und Charaktereinführung. Und dann kommt der Reveal, dass Amy nämlich gar nicht tot ist, dass sie das Ganze selber inszeniert hat, ihr Verschwinden und auf der Flucht ist und sich erstmal von weit entfernt das Ganze in den Medien verfolgt. Genau, und das baut sich halt auch sehr langsam auf. Also die hat halt so im Haus so Umschläge mit so Qs, also steht dann auch irgendwie Q1, Q2 oder Q1, Q2 Hinweis. Drauf, ne? Und da sind dann so kleine Rätsel in so Versform verfasst. Und das führt zu Orten, von denen man erstmal noch nicht weiß, was es mit den Orten auf sich hat, wo sich aber rausstellt, dass dort die Affäre von Nick, die du angesprochen hast, das ist also er lehrt halt da am College irgendwie kreatives Schreiben und das ist einfach eine Studentin von ihm, mit der eine Affäre hat und das sind alles Orte, wo er seine Frau mit ihr betrogen hat. Genau. Und also wir wollen das hier nicht gutheißen. Wir wollen das hier nicht. Nein, wollen wir nicht gut halten. Ich wollte es nochmal sagen. Du sagst das so, du hast das so ironisch gesagt. Nee, alles gut. Ja. Und jetzt habe ich dich rausgebracht. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht, aber da ich dich vorher rausgebracht habe, gleicht sich das aus. Und ich muss darauf aufpassen, nicht so viel zu machen. Wir haben uns nämlich die Aufnahmen von vergangenen Wochen angehört und uns ist aufgefallen, dass wir relativ oft machen. Deswegen haben wir jetzt hier so Geräte installiert, dass wir, sobald wir mehr als 4 pro Minute benutzen, einen elektrischen Schlag bekommen. Ja. Es war erst schwer zu installieren und das kriegt man da auch nicht einfach so im Handel. Aber ja, war auch nicht ganz billig. Ja. Aber jetzt ist das so. Und alles für den Podcast. Alles für den Podcast. Und das ist jetzt halt so. Ja. So, zurück zum Film, würde ich sagen. Zurück zum Film. Ja, also stellt sich raus, sie hat alles inszeniert und sie wollte genau das. Alle sollen ihn quasi an den Pranger stellen und dass er in den Medien zerrissen wird, dass ihr Verschwinden oder ihr Tod quasi ihm angehangen wird.
Das hat sie halt alles geplant und man weiß dann aber, das ist ungefähr die Hälfte des Films, wo man so weit schon ist und dann denkt man die ganze Zeit, was soll denn da jetzt noch kommen? Und das macht der Film wirklich wunderbar. Der baut eine unheimliche Spannung von Anfang an auf. Und die Charaktere, auch wenn der Mann sehr verdächtig ist und der auch Fehler gemacht hat und der auch in einer ihrer Erzählungen zumindest handgreiflich geworden ist. Ja, der schubst sie so weg, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt. passiert ist, weiß ich glaube nämlich genau. eher nicht. Weil das ist nämlich jetzt der Kreis, der sich schließt, weil das, was man die ganze Zeit als Kopfstimme von ihr als Voice-Over erzählt bekommt aus ihrem Tagebuch, gehört zu dieser Finte und gehört zu dieser Inszenierung, damit alle, die das Tagebuch lesen, genauso auf den Punkt kommen, dass er der Schuldige sein muss. Und sie schließt es sogar damit ab, zu sagen, dieser Mann könnte mich irgendwann töten. Mhm. Und besonders perfide, die erste Hälfte von dem Buch, oder zumindest der Anfang, sind auch wirklich Geschichten, die stimmen. Also von dem Verliebtsein am Anfang, das stimmt alles. Und dann irgendwann hat die super elaboriert und super, einfach hinterhältig. Ja. Aber minutiös geplant. Ja. Sehr, sehr. Also auch wie das Haus vorzufinden ist und dass da kleine Blutspritzer weggewischt wurden. Wie die sich mit der Nachbarin anfreundet. Ja, die auch das die Nick ja gar nicht kannte. Perfide Nummer. Komplett perfide Nummer, das trifft es schon sehr gut. Und was der Film richtig krass macht, ist, finde ich, so wie der erzählt, ist man am Anfang neutral bis auf Nicks Seite, dann ist man es gar nicht mehr. Man glaubt denen einfach nichts mehr, weil eben nach und nach kommen so Inkontinenzen raus. Inkonsistenzen. Was habe ich gesagt? Inkontinenzen. Es kommen Inkontinenzen beim Gucken raus. Ja, das wäre nicht so gut. Zumindest im Kinosessel nicht. Absolut, ja, auch sonst nicht. Und dann kommt dieser krasse Reveal, dass eben sie das komplett halt inszeniert hat. Und da war ich schon sehr überrascht, dass der Film jetzt so diesen Haken schlägt. Ja, und wie schnell sich die ganze Stimmung wandelt. Wie anders man die Leute wahrnimmt sofort. Ja. Und irgendwann im Verlauf des Films merkt man, der Ehemann, der ist fremdgegangen, aber der hat ansonsten ihr nichts getan. Und der bewahrt die ganze Zeit auch Ruhe, weil er sagt, ich vertraue auf die Wahrheit. So, ich hoffe, dass einfach die Wahrheit ans Licht kommt. Aber das Ding geht ja noch weiter, denn sie hat ja noch einen ganz weiteren gestrickteren Plan. Oder lässt sie sich den spontan einfallen? Genau, die muss ja an einer Stelle improvisieren. Also die hat sich dann halt quasi so ein bisschen White Trash-mäßig irgendwo in so einem billigen Motel halt verschanzt. Hat natürlich trotzdem jede Menge Geld dabei. Freundet sich da auch mit einer, Trailerpark ist es ja nicht, aber da in dieser Motel-Gegend auch mit einer Frau an, die da mit ihrem Freund ist. Und die kann man schon als White Trash bezeichnen, ne? Das ist so ein, kein cooles Pärchen so. Aber die sind nicht blöd, die sind gerissen halt. Die peilen halt wirklich, also das sind, glaube ich, die Leute im Film, die am schnellsten durchschaut haben. Ja. Also sie, ne? Dass da Sachen nicht passen. Und die klauen der dann die Kohle und dann muss sie halt wirklich improvisieren und wer kommt da auf den Plan? Der gute alte Schulfreund. Gespielt von Barney fucking Stinson. Ey, ich kann da nichts anderes Player. sehen. Ey, ne, das ist dieser erfolgreiche Sitcom-Fluch. Ja. Das ist einfach... Barney Stinson war auch ein Lord. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Der Bro-Code. Bitte? Der Bro-Code. Der Bro-Code, ja. Ich habe immer noch gedacht, dass der Film im How I Met Your Mother Universe spielt und dass irgendein Ding aus dem Playbook ist von dem. Ja, also mir ist ganz kurze Ausschwenker wieder, ist immer und ewig ist für mich der Schauspieler von Barney Stinson, also Neil Patrick Harris. Genau. Der ist für mich immer und ewig in meiner Kindheit habe ich eine Serie gesehen und die hieß Doogie Howser MD. Kennst du das? Vom Namen her. Also ich weiß, dass er schon als Kinderschauspieler tätig war, aber ich habe es nie gesehen. Da spielt er so einen kleinen Jungen, der so ein Superbrain ist und Wissenschaftler in jungen Jahren
und der es halt einfach Dreck geschafft hat und von großen Firmen irgendwie, aber der ist halt ein Supermensch, so. Ich weiß gar nicht, was in der Story da passieren soll, weil es geht einfach nur darum, dass der gut ist. Und dass der gute Sachen tut. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das da dramatisch aber hat er dann da, weiß nicht, pro Folge irgendwie eine Erfindung, die was aber ich habe das wohl oft gesehen, Device. weil ich habe immer noch dieses Musiktheme davon im Kopf, wenn ich den sehe. Sing mal. Nee, danke. Bitte. Nein. Ja, auf jeden Fall Barney Stinson, der Neil Patrick Harris ist quasi, der spielt einen alten Schulfreund von ihr, den sie jetzt quasi wie ein Ass aus dem Ärmel zückt. Ja, und das ist halt auch so Lord Friendzone-mäßig, ne? Der ist irgendwie seit 20 Jahren so in ihrem Orbit, die lässt ihn da zappeln und der ist der halt komplett und die nutzt den als Spielball und gibt sich erstmal in seine Obhut. Und erzählt, ne, dass die missbraucht worden ist und macht voll die Mitleidsschiene. Ja. Und während die dann quasi mit dem in so einem, was hat er gesagt, Strandhaus? Ja, was für ein Strandhaus, ey. Ja, was für ein mega großes Strandhaus. Aber das hat er gesagt, glaube ich. Ja, das ist eine fucking Villa. Kannst du da wohnen. Und während die dann da sind, lässt sie sich dann einfallen, wie sie seine Technik in dem Haus mit mehreren Kameras dafür nutzen kann, um ihn als Vergewaltiger darzustellen. Wobei da ist der einzige Logikfehler, der mir aufgefallen ist beim Film, oder vielleicht Schwachpunkt, vielleicht kannst du den ja jetzt entkräften. Die Kameras laufen ja die ganze Zeit, also da ist wirklich auf dem ganzen Grundstück sind Kameras in jedem Zimmer und die zeichnen angeblich die ganze Zeit auf. Das heißt, wenn die Aufnahmen irgendwo sind, dann müsste doch eigentlich man sehen, dass, weil die ist da, weiß nicht, 2 Tage, 3 Tage, irgendwie sowas. Müssten die ja sehen, dass die da am Anfang freiwillig da ist und dass der gut zu ist. Und man müsste zusätzlich sehen, wie sie das alles vorbereitet. Nee, sie hat sich an einem bestimmten Punkt, guckt die sich alle Kamerawinkel genau an. Also das sind ja keine beweglichen Kameras oder so. Ja. Ne? Das sind alles statische Kameras. Wir sind ja auch hier in 2014 und die zeigen immer alle nur so einen bestimmten Winkel. Das guckt die sich alles genau an und überlegt sich dann auch ganz genau, wo sie in der Küche stehen kann, um dann einen fiesen Trick zu benutzen und schmiert sich quasi an den Oberschenkel mit Wein ein, damit das aussieht wie Blut und springt dann in so einen Winkel, wo die Kamera dann erfasst und sie als bedrohtes Opfer aufnimmt. Ja, ne, die hat dann auch noch das Ding, Wahnsinn. so dass es aussieht, als ob die sich los. Also Wahnsinn, ich muss wirklich sagen, die ist irre. Ja, aber ich bleib trotzdem dabei, das passiert ja erst nach 24 Stunden oder sogar länger, wo die da ist. Es müssten dann ja, wenn man sich die Aufnahmen angucken würde, vorher sehen, was passiert. Ja. Also, ne, dass das nicht passen kann. Und es müsste auch eindeutig zu passen sein, dass die halt nicht für die Dauer, seit sie vermisst ist, dort ist, sondern halt erst irgendwie 5 Tage später oder wie auch immer da die Timeline ist, da auftaucht. Also das ist ein Schwachpunkt halt. Aber ich glaube, das kommt im Film auf jeden Fall nicht weiter vor. Bist du Ermittler oder was? Ja, Hobby-Ermittler, Junge. Und genau, das ist so der einzige Schwachpunkt, der mir aufgefallen ist am Film. Aber vielleicht könnte man das ja noch irgendwie so sagen, ja, das sind ja nur so Standardaufnahmen und die werden nach 24 Stunden gelöscht werden, keine Ahnung. Halten wir das dem Film mal zugute, dass es irgendwie sowas ist, ne? Also sie nutzt auf jeden Fall dieses ganze Konstrukt und nutzt diese Kamerawinkel, um sich als Opfer und Gefangene darzustellen und bringt den um. Eiskalt. Und zwar richtig mies. Also, ne, eiskalt, richtig kaltblütiger Mord. Also, ne, man muss dazu sagen, die verführt den halt schon die ersten 1-2 Tage und der ist halt sowieso horny wie die Hölle halt. Die ganze Zeit und aber halt sehr. Barney halt. Bitte? Barney. Der Barney halt, ja. Genau, ja. Der Barney halt. Aber genau, der ist ja sehr devot und man merkt auch, ne, der versucht die dann und wann zu küssen und die reagiert da gar nicht drauf und man merkt eher so, im Gegenteil, die finden es halt wirklich widerlich, aber dann hat sie halt den Plan, lässt ihn halt doch ran, nachdem die sich halt vorher so selber schon Wunden zugefügt hat, die halt als Vergewaltigungswunden durchgehen könnten. Und nach einem kurzen Moment des Glücks für Barney wird er dann während des Koitus einen Interruptus bekommen. Ja, und zwar was ein Fieser, denn ihm wird die Kehle aufgeschlitzt. Das Bild sah fies aus, wie da das Blut aus dem Hals spritzt und
auf sie drauf. Ja. Und wie sie das halt das ist auf jeden Fall auch eine eiskalt Szene, durchzieht. Die sieht man nicht kommen, wie krass die das auf jeden Fall auch inszeniert haben. Und wie eiskalt die dann auf einmal zuschlägt. Ne, dass das halt eine kalte Bitch ist, das merkt man, das weiß man ja schon vorher, aber bis zu welchem Grad die bereit ist zu gehen. Man muss dazu sagen, die hatte auch die Story, die da saved, warum die alle glauben, dass er sie wirklich entführt hat und dass das passt. Die waren halt in der Highschool zusammen und dem wurde dann halt so Stalking vorgeworfen. Und dass er sie nie. Das nutzt sie halt alles als Futter. Genau, das nutzt sie halt alles als Futter. Und deswegen glauben die Leute der auch. In der Zwischenzeit muss man auch sagen, hat Nick einen Top-Anwalt, der ihm glaubt, der das für einen schlappen Vorschuss von $100.000 macht. Und der kontaktiert halt schon so die Ex-Freunde. Und einer von ihren Ex-Freunden, der ist halt ein verurteilter Sexualstraftäter. Und man denkt, wegen ihr. Auch wegen ihr, stellt sich raus. Und sie hat ihn halt auch komplett gelingt einfach und ihm das Leben verpfuscht. Und so, da merkt man halt, in welche Sphären dieses perfekte die ist halt ein Liebe... Psychopath. Die ist ein Psychopath. Ja, die ist komplett irre, Alter. Also das ist echt krass. Also der Film fängt ja mit dieser Monologstimme, wie gesagt, Sprech, ne, fängt das an. Und man kriegt diese Zeilen aus dem Tagebuch. Sie wird als nette Figur eingeführt, die den Mann kennenlernt. Man ist dann so ein bisschen schon gegen ihn. Und im Laufe des Films ändert sich das alles komplett. Und der ist das Opfer dieser krassen Intrige, die sie da gesponnen hat. Und die geht über Leichen. Ja, also es ist echt krass. Wie krass diese Figur, die sich wandelt und wie man die anders wahrnimmt, wenn man nämlich den Film dann irgendwann vielleicht ein zweites Mal schaut, dann ist man nämlich plötzlich ganz von Anfang an gegen sie, weil sie ja auch dann hier dieses Amazing Amy-Image und so, ist alles aufgesetzt. Ey, das merkt man ja schon an der Anfangs- und der Schlussszene. Der Film ist eine der ersten Szenen ist, da liegt sie mit dem Kopf auf seiner Brust. Und das ist ja diese POV, wo er auf sie guckt und man hört die ersten Sätze. Siehst du, das ist nämlich auch eine Sache am Anfang des Films, wie er drüber nachdenkt, wie er ihr den Schädel einschlägt. Das ist auch eine Sache, warum man ihm dann am Ende glaubt, da könnte was passiert sein. Vielleicht war der einfach nur unhappy oder so, aber irgendwas stimmt da nicht mit ihm. Am Ende kommt die gleiche Szene ja nochmal, wie sie da liegt. Dann hört man, was er wirklich gedacht hat. Und dann guckt die den ja auch so an. Ja. Und ich finde, das war nämlich krass, würde ich sagen, wo mir das am meisten aufgefallen ist, wie dieser Wechsel der Wahrnehmung von einer Mimik einschlägt. Weil am Anfang sieht die da, wenn man die ohne Story sieht die da super harmlos aus und süß und schön in Love. Das gleiche Bild, nachdem du die Story kennst, dann ist die guckt wie der Teufel. Monster. Ja. So, das ist eine eiskalte, berechnende Schlange. Ja. Ich mag das auf jeden Fall, wenn Filme so ein Roundup haben und den Anfang und das Ende nochmal so miteinander verschmilzen. Ja, wenn es angebracht ist, durchaus. Und so, kommen wir mal noch kurz, wenn wir jetzt schon die ganze Story komplett ausbreiten, das ist, glaube ich, gerade wirklich nur interessant für Leute, die den Film schon kennen. Wer den Film nicht kennt, sollte sich erst den Film angucken. Ja. Auf jeden Fall, dann wird es nochmal richtig weird, weil dann habe ich mich schon so gefragt, okay, der Film, der schlägt die ganze Zeit voll die Haken. Was passiert als nächstes? Sie bringt ihn um und fährt zurück zu Nick und tut so eben, als ob sie entführt worden wäre, auch vor den Augen der Kameras. Das ist auch so krass, dann kommt die so blutverschmiert zu dem nach Hause. Der glaubt es auch selber nicht. Lässt sich in seine Arme fallen und sieht echt so aus, als ob die geflüchtet wäre und endlich bei ihm zurück ist. Das ist auch geil, ne? Der umarmt die dann ja und ich weiß nicht mehr, was die Presse, 1000 Fotos, ne? Alle stehen da und machen Fotos und er weiß natürlich, was Sache ist und flüstert du miese Schlampe oder irgendwie, du verlogene Schlampe, ich weiß es nicht. Miese Lügnerin. Was? Du miese Lügnerin. Der ist sogar ja noch sehr gesittet. Ja, nee, sowas sagt er aber nur, Lügner. Ja, okay. Ja, sag ich ja, sehr gesittet. Wie auch immer, ne? Aber was das Krasse ist, die spielen das dann halt weiter durch. Also die heucheln der Presse, auch diversen Talkshow-Hostinnen, die halt vorher Gift und Galle gegen den gespuckt haben. Auf einmal sind die alle Best Friends und sind super nett zu denen und verkaufen halt jetzt die Story, wie die halt wieder zusammenkommen. Und
er spielt mit. Am Anfang denkt man noch so, okay, gut, vielleicht spielt er mit, um die zu überführen, irgendwie irgendwas zu finden. Ja, es wird auch so ein bisschen angeteasert, dass er am Schluss mehr oder weniger vor laufender Kamera dann alles fallen lässt und sie vor den Pranger stellt. Aber macht er nicht. Die ist dem dann nämlich schon wieder einen Schritt voraus und ist schwanger einfach. Und droht dem halt richtig fies, wie die das Kind gegen den aufhetzen wird und dass das längst schon passiert ist. Und der bleibt tatsächlich mit der zusammen. Das ist krass. Also das Ende ist auch sehr krass. Und man fragt sich auch, das fragt er sie ja auch so, ja, was hast du denn davon? Also wir hassen uns doch, das ist komplett... Ja. Und das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Was hat sie davon? Ja. Macht? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das ist genau der Punkt. Du kannst nicht die Handlung eines Psychopathen nachvollziehen, um den Sinn zu verstehen. Ja, und die ist es wirklich. Ja. Und halt gerissen wie der Teufel. Ja. Mhm. Ja. David Fincher. Also ich gucke immer gerne David Fincher Sachen. Ja. Auch wenn wir jetzt eben schon gehört haben, dass Alien 3 nicht so dein Ding ist. Ja, komm, aber da willst du den Film ernsthaft verteidigen. Ich mag den. Nicht dein Ernst? Doch. Warum? Doch. Ja, das ist, ich glaube, auch so ein bisschen nostalgische Verklärtheit. Der kam halt Mitte der 90er, wo ich den einfach direkt gucken konnte und gerade in dem Alter war, wo ich den auch gucken durfte, offiziell. Und das war mega. Also ich habe natürlich auch Alien 1 und 2 oder Aliens natürlich auch vorher gefeiert, aber ich fand Alien 3 gut. Und du hast aber 1 und 2 vorher gesehen gehabt, trotz allem. Ja. Doch. Ich habe die in der richtigen... Nee, ich habe Teil 2 zuerst gesehen, dann den ersten und dann den dritten. Junge, das muss... Also, mich hat der so... Und auch bei... alle paar Jahre gucke ich mir die mal nochmal an, allein weil Alien 1 und Aliens über jeden Zweifel erhaben sind. Das sind richtig, richtig geile Filme. Aliens ist vielleicht nicht das beste Sequel aller Zeiten. Das ist ein knapper Battle mit Terminator 2. In meiner Welt zumindest. Aber ich fand halt bei Alien 3 war einfach so, wie das Alien aussieht, ist komplett billig. Meinst du, David Fincher kann was für das Design? Nein, kann er nicht. Also, alles, was ich sage, da hat David Fincher war ja auch einer der Menschen, die, der wollte ja sogar, dass sein Name da rausgestrichen wird. Ja, das ist ja auch so ein Produktionsdebakel gewesen. Komplett. Ne? Und so, aber ich mag auch das Produkt, was rausgekommen ist, irgendwie mag ich das. Oh ne, weil das gar nicht. Aber es greift ein bisschen mehr den Spirit vom ersten auf, als Aliens. Aber ist egal, ich will jetzt auch gar nicht so viel über Alien und... Ja, das heben wir uns vielleicht für wann anders auf. Wie auch immer, das war auf jeden Fall trotzdem David Finchers erste Feature-Film-Regiearbeit. Davor hat er viele Musikvideos gedreht, irgendwie für Iggy Pop, für Madonna hat er Sachen gemacht. Also, wenn wir jetzt... Das erste Feature-Film war Alien 3. Ja, nicht Gone Girl, ne? Nur, dass wir das nochmal Ja, klar. Ja. Ne? Auf jeden Fall, Alien 3 war der erste Feature-Film von ihm. Und der war schon von klein an irgendwie so in dieser Filmwelt mit dabei, weil er Nachbar von George Lucas war und so praktischerweise als Trickfilmanimateur bei Industrial Light and Magic arbeiten konnte und bei Rückkehr der Jedi-Ritter das ist ja ein großer Name. Tempel des Todes halt schon irgendwelche Sachen gemacht hat. Ja. Was auch immer, auf jeden Fall konnte der da schon reinschnuppern. Vielleicht das Affenhirn auf Eis. Vielleicht das Affenhirn auf Eis. Oh, ja. Das könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ja, auf jeden Fall, was so noch namhaft von David Fincher vielleicht zu nennen wäre oder ist natürlich Fight Club. Der danach kam, ne? Wenn wir schon so ein bisschen über David Fincher reden, nach dem Debakel mit Alien kamen 2 Hits direkt, nämlich 7 und The Game. Ja. Und dann kam Fight Club. Das war auch ein Hit. Der ein kompletter Hit war. Das ist auch einer, der eigentlich mal worthy ist, besprochen zu... Hast du das Buch gelesen von Fight Club eigentlich? Das kann ich lesen. Das ist sehr, sehr cool. Das stimmt. Da sind keine Bilder drin. Audiobook, Junge. Ja, okay. Ja, also Fight Club mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Aber was mir auch im Kontext zu diesem Thriller-Aspekt bei David Fincher einfällt, ist natürlich Zodiac. Ne? Und die Serie Mindhunters. Absolut brillant. 70er Jahre Krimi
Atmosphäre super genial gemacht und beruht beides auf wahren Fällen von Serienkillern in den USA. Und Dein Thema. Beides super brillant. Also wirklich, wirklich. Zodiac, auch wenn. Hast du den gesehen? Ja, aber es ist lange her, das ist der mit Jake Gyllenhaal, ne? Ja, genau. Genau, den habe ich auf jeden Fall mal gesehen, irgendwann mal im Fernsehen. Und der Iron war, also der war in Ordnung. Der hat und mich Iron jetzt nicht. Man. Bitte? Und Iron Man. Iron Man ist auch dabei, Ja. das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst. Aber ich fand den voll in Ordnung. Ich habe nicht so Freudensprünge gemacht, wie ich es bei 7 oder Fight Club halt gemacht habe. Ja. Aber da kannst du nichts meckern. Das ist ein grundsolider Film. Also Mindhunters finde ich fantastisch. Nicht Ist gesehen. leider eine Mindhunters Serie, nicht gesehen. die nicht zu Ende geführt wurde. Ja. Die war grundsätzlich die Gesamtstory, die verläuft auch zeitlich aus den 70ern heraus. Und es geht um die ersten FBI-Detectives, die angefangen haben, sich mit bereits verurteilten Serienmördern Interviews zu führen Ja. und die dann im Prinzip so eine Art Recherche gemacht haben und ihre Erkenntnisse alle in so einem Buch festgehalten haben und die auch dann tatsächlich historisch das erste Mal den Begriff Serienkiller überhaupt erfunden haben. Gab es nämlich vorher nicht. Ja. Und es geht in der Serie genau um diese Detectives und um das Buch, was die geschrieben haben, dass es auch wirklich existiert. Und auf dessen Buch basiert auch die komplette Serie halt. Ja, und ist das nicht auch das Buch, wo sich dieses ganze Profiling-Ding, was Ja, sich ja, dann genau. mit der Zeit entwickelt hat, das ist ja so die Genau. Ursuppe daraus Ja, genau, gewesen, genau. ne? Ja. Genau. Also ich finde die Serie super. Leider wurde die nach 2 Staffeln dann beendet. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ich bin da nicht so. Die erste Serie war, glaube ich, ein anderer Streaming-Anbieter als die zweite. Da musste das schon irgendwie gerettet werden. Dann war es auf jeden Fall ganz weg. So, und die haben das eigentlich gar nicht zu Ende geführt, die Gesamtgeschichte. Und somit gibt es dann einen losen Faden, der einfach nicht zu Ende erzählt wird am Ende der 2. Staffel. Und das ist unheimlich schade, weil das nie weitergeführt würde. Aber obwohl der Fankreis immer noch besteht und da gibt es immer wieder mal Petitionen im Internet, dass die dann sich hoffen, dass das nochmal weitergeführt wird. Ja. Ja, muss ich mich vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Ich muss sagen, ich habe irgendwann David Fincher so ein Lynch bisschen... ist auch ein anderes Thema. Darüber will ich... über David Lynch Ja. könnte ich... Aber das sparen wir uns komplett auf. Elektroschock direkt für mich. Ja. Ich habe David Zu Fincher auf jeden Fall ein bisschen aus den Augen verloren mit der Zeit. Ich habe den noch so, ich weiß noch, Social Network habe ich noch im Kino gesehen und den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen oder vielleicht auszugsweise. Der ist natürlich nicht mies, der Film. In keinster Weise, aber da hat mir schon so ein bisschen, ich weiß nicht, da hat mir so dieses Fincherige gefehlt. Das war halt so ein normaler Hochglanzfilm und hier auch Trent Reznor, Atticus Ross, Soundtrack, da ging es ja los. Das war, glaube ich, die erste Zusammenarbeit von den beiden. Oder von den dreien dann in dem Falle. Gone Girl auch wieder Trent Reznor und Atticus Ross den Soundtrack gemacht. Und ja, und das, was man da so erwartet auch und vielleicht von Social Network auch kennt, so in die Richtung geht das jetzt auch wieder. So sehr sphärisch unterlegt, natürlich alles leicht düster. Da war wohl auch irgendwie so eine Anforderung, die Fincher an Trent Reznor und Atticus Ross den geschrieben hatte, wie der Soundtrack zu Gone Girl werden soll. Der David Fincher war wohl in irgendeinem Spa und da lief so Relax-Musik, aber die war wohl total creepy. Und das war das Ding, was gesagt, das will ich haben. Das will er haben, genau. Und wen nicht fragen, wenn Trent Reznor für creepy Musik. Die haben ja jetzt auch wieder einen neuen Soundtrack gemacht, ne? Für Tron. Atticus Ross und Trent Reznor, aber unter dem Nine Inch Nails Moniker, komischerweise. Okay. Weird. Aber auch noch nicht gehört. Ja, der ist ja noch nicht draußen, der Film. Nee, aber der Soundtrack weiß ich gar nicht, ob der nicht schon... Nee, das ist auch egal. Schon, der Film ist noch nicht da, deswegen... Ich habe mir irgendwann auch den Soundtrack zu The Girl with the Dragon Tattoo geholt gehabt. Auch so ein David Fincher-Film, der... Ja, wo ich den auch schon wieder nicht cool fand, weil das war ja so ein Remake von Verblendung halt, der irgendwie ein paar Jahre vorher schwedisch produziert wurde. Und die schwedische Millennium-Trilogie, die ist super. Finde ich, die ist wirklich, wirklich super. Ja. Und da braucht's auch, das ist auch Stieg wieder so Larsson. einer... Bitte? Stieg Larsson-Trilogie. Genau, die Stieg Larsson-Trilogie. Und das ist auch wieder so ein Remake von einem Film, den... Es braucht kein Ami-Remake von dem Film. Und
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich mir das Remake angeguckt habe. Solche Remakes, die so nah dran sind, die boykottiere ich ja. Ja, der kam wirklich knallhart. zu früh, viel zu früh. 2 oder 3 Jahre waren da nur zwischen. What the fuck? Da war quasi, ich glaube, das war noch auf jeden Fall die Zeit, wo ich im Kino gearbeitet habe. 2011, 2012? Ja. So um den Dreh kam der, ne? Nee, eher. Ende 2010er irgendwie. 2000er. Ende 2000er. Ja, die Irgendwie so. Original. Die Nee, Millennium. also das, was ich sagen wollte, ist, da kam, glaube ich, ungefähr zeitgleich der 3. Teil der Trilogie und das Remake vom ersten. Ach, okay. So, irgendwie so habe ich das gerade im Kopf. Ja, das war kann sein. ganz Das war weird. Also ich würde 2011 jetzt schätzen, aber... Und das ja wie auch nur, immer. weil die Amerikaner eben mit dem schwedischen Original nichts anfangen konnten und auch zu faul sind zu synchronisieren und Ja. deswegen den Film einfach neu drehen. Ja, das ist echt so eine Sache. Ja. Und auf jeden Fall, der Soundtrack, den habe ich mir damals gekauft und der war auch enttäuschend. Das waren irgendwie 3 CDs und irgendwie der erste Song mit Karen O ist cool noch. Der Immigrant-Song, das ist ja dann ein Led Zeppelin-Cover. Aber sonst war das halt so sphärisches Gedudel, konnte ich nichts mit anfangen. Auf jeden Fall, das war der Grund, dieser Film. Ich war so enttäuscht von David Fincher, dass der dabei mitgemacht hat, bei dieser... Ja, ich finde, es ist eine Frechheit. Einen guten Film, der wirklich gut ist, nach einem Jahr oder 2 oder wie auch immer, durch den Ami-Wolf zu drehen, war der raus. Und Mit das Daniel ist auch, glaube Craig ich, in der der Grund. Hauptrolle und Rooney Mara. Genau, und ich glaube, die hat das sogar ziemlich gut gemacht. Was hast du gesagt? Wer war die erste Hauptrolle? Daniel Craig. Richtig, das war Daniel Craig. Richtig, ja. Auf jeden Fall. Ich fand das so uncool von David Fincher, dass der das gemacht hat, dass das der Grund ist, warum ich danach Gone Girl nicht gesehen habe und seitdem auch wirklich nichts Neues von dem gesehen hatte. Der hatte für mich, eben weil ich schon mit Social Network nicht so einverstanden war der für mich einfach uninteressant geworden. Eben Gone Girl habe ich noch mitbekommen, dass der existiert, aber die Filme, die danach kamen, die ja auch eigentlich sehr positiv bewertet wurden, dieser eine mit Gary Oldman, der sich da um den Co-Writer von Citizen Kane, Mankiewicz, irgendwie, das ist das Leben von so einem Screenwriter und der hat mit Orson Welles halt Citizen Kane geschrieben, verfilmt, wie auch immer. Das war noch ein Film, der auch viele Oscar-Nominierungen wohl hatte und dann hatte der noch einen mit Michael Fassbender, aber eben. The Killer, ne? The Killer, genau. Ja. Aber da war der schon irgendwie, der war so uninteressant für mich geworden. Und jetzt ärgere ich mich natürlich, dass Gone Girl auf diese Art und Weise an mir vorbeigegangen ist. Der ist cool, ne? Der ist mega cool. Und man ist nach handgestoppten 71 Sekunden bist du wirklich gehuckt bei dem Film und willst wirklich wissen, wie es weitergeht. Und was ich lange nicht mehr beim Film hatte, war so, dass man halt so die Handlung mitverfolgt und wirklich diese Haken, die der Film schlägt, das macht er so meisterhaft und flüssig und plausibel, bis auf die Sache mit den Kameras in dem Das siehst du so. Das es ist. Ja, okay. Think about it, man. Ist das einfach wirklich cooler Film. Ja. Ich finde auch, der ist sehr detailliert, auch bebildert und die haben auch die Dialoge zwischen den Figuren, die wirken eben nicht so aufgesetzt, sondern die reden wirklich, der sagt, ey, ich habe nichts gemacht und selbst seine Schwester kommt ja zu ihm und sagt, hey, wenn du was gemacht hast, dann sag mir das. Aber so, es sind auch wirklich menschliche Gespräche. Also ich finde es echt cool, auch die Polizei, wie die mit dem reden, die Polizistin speziell, dass die sich ja dann auch wirklich ein bisschen anfreunden fast, ne, im Laufe des Films. Ja? Als sie dann rauskriegt, dass der unschuldig ist und dass die nicht tot ist, die sitzen ja nachher auch zusammen im Café. Ja. Aber das geht auch durch verschiedene Phasen. Am Anfang ist die fair zu dem, dann irgendwann hält die den für den Mörder und glaubt, dass der die angelogen hat. Ja. Wie der Zuschauer auch. Genau. Und dann aber irgendwann peilt die auch, was Sache ist, ne? Und glaubt ihm da. Und so wie du sagst, dann haben die so ein freundschaftliches Verhältnis und sind und treffen sich auch privat. Aber die sagt ihm auch ganz klar, ja, ey, ich werde dir nicht helfen, ich kann nichts tun. Du bist immer noch Ben Affleck. Du bist immer noch verdammter Ben Affleck. And I hate you. Ja. Da auch übrigens witzig, ist dir aufgefallen, wie unterschiedlich der da teilweise aussieht. Das ist mir beim Gucken aufgefallen und dann stand es auch bei den IMDb Fun Facts, dass der während des Films halt angefangen hat, für den Batman-Film zu trainieren
und deswegen echt? muskulöser geworden ist, weil die so in der gleichen Zeit irgendwie sind. Und genau, und das lief dann so parallel und da musste der schon Muckis aufbauen. Das wusste ich nicht. Man-Boobs. Die Man-Boobs. Da hast du natürlich drauf geachtet. Nee. Ja, schöner Film. Also ich hoffe... ja, vielleicht noch eine Seite, die mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist. David Fincher ist ja ein ziemlicher Freund von Digitalkameras und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, seit welchem Film er das hat, ob er das sogar schon seit Zodiac hat. War jetzt auf jeden Fall nicht der erste Film von ihm. Und die Optik, ich bin ja kein Fan von Digitalkamera-Optik grundsätzlich. Ja. Ich mag Analogkameras erheblich lieber, also wirklich erheblich lieber. Bei den David Fincher-Sachen muss ich sagen, man sieht, es ist digital, aber es sieht trotzdem geil aus. Es hat so eine... Bei Zodiac auf jeden Fall. Es hat so eine sterile... Ich bin mir nicht sicher, ob Zodiac schon digital war. Das müsste man nachgucken. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber diese digitale Optik, die hat sowas Steriles, sowas Hochglanzmäßiges und tendenziell meistens, für mich zumindest, sowas Seelenloses. Hier ist es nicht seelenlos. Was ich noch sagen würde, ist, dass der Film bis auf die Szene, wo die Kehle durchgeschnitzt ist, keine krassen Wow-Wow-Bilder hat, sondern das ist alles sehr nüchternes, sauberes Handwerk ohne Schnörkel. Und Erzählkino. Und Erzählkino, genau. Ja. Ich bin gespannt, wie man den Film beim zweiten Mal gucken bewertet, weil das ist halt auch schon ein bisschen, es ist jetzt nicht ganz so krass wie Ich kann tote Menschen sehen. Ja. Aber... Ich weiß gar nicht, welchen Film du damit meinst. Welchen? Ja, wer weiß. Who knows. Verdammtes Was wollte ich denn sagen? Jetzt bin ich raus. Sag's mir, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, ich freue mich, dass er dir gefallen hat. Ah ja, Erzählkino, warte, jetzt halt, wie der beim zweiten Mal wirkt, weil es ist ja doch irgendwie so ein kleiner Twist und ich bin jetzt schon gespannt auf die Zweitsichtung. Weil das ist auch ein Film, den kann man gut Leuten zeigen, die Thriller mögen, die auf jeden Fall Hochglanzkino mögen. Der ist viel zu unbekannt auch wieder. Ne? Also vielleicht ist das unser Nischending, dass wir sagen, gucken Filme, die viel zu unbekannt sind, aber es eigentlich verdient hätten. Ist der denn so in Vergessenheit geraten? Der war ja schon ein Erfolg. Also das war ein finanzieller Erfolg, der Film. Ja, ich glaube, den kennt aber heute keiner mehr. Und viele sind ja auch einfach Ben Affleck-Hasser. Ne? Also, ja, das hat irgendwann so umgeschwenkt, ne? Ich muss sagen, ich habe nichts gegen Ben Affleck. Nö. Gar nicht. Für mich ist er immer noch der sympathische Typ aus Mallrats. Oh, Mallrats. Ja. Ey, allein das ist cool, das ist schon eine coole Connection eigentlich, finde ich, die der da zu Kevin Smith und dem ganzen Universum da hat. Mallrats wäre auch mal einer, den wir mal machen könnten. Jay und Silent Bob. Ja, das wäre ja Dogma, da bin ich ja, also mit Dogma bin ich ja... Nee, ich meine wirklich Jay und Silent Bob Strike Back oder Reboot. Ja, ich weiß. Der spielt ja überall mit, Ben Affleck ist überall dabei. Aber ich denke bei Silent Bob und, bei Jay und Silent Bob immer an Dogma, weil das war meine Introduction von den beiden. Aber ja, stimmt. Naja, anderes Thema, Kevin Smith-Filme, Ben Affleck auf jeden Fall, genau. Der ist irgendwann so, ich glaube, diese ganze J-Lo-Geschichte hat ihm nicht gut getan. Ja, der ist ein gebrochener Mann. Ein gebrochener Mann. Wie Nick in Gone Girl, deswegen die perfekte Besetzung für diesen Film gewesen. Ja, cooler Pick, Mickey. Dankeschön. Ich hoffe, es hat auch vielleicht euch gefallen. Vielleicht habt ihr Kommentare. Wir sind immer auf Feedback gespannt. Ja, ich glaube, wir haben heute ein bisschen zu ausführlich die Handlung erzählt, ist mein Eindruck. Ja, vielleicht haben wir auch einfach dann noch zu viel über David Fincher noch. Keine Ahnung. Aber das war, glaube ich, nicht so. Ich fand es trotzdem cool. Also ich habe Spaß gehabt. Der Film hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt gute Laune. Alles ist raus. Ja, da muss einfach der Satz fallen, schreibt's in die Kommentare. Ja. Das würde uns interessieren. Und drückt die Glocke. Drückt die verdammte Glocke, die wir... Welche Glocke, Mann? Die wir nicht haben. Ja. Ja. Ich glaube, wir kommen zum Schluss. Besser wird's nicht. Weiter geht's am nächsten Mittwoch. So ist es. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende und tschüss.